So, hallo ihr Lieben. Jeder von euch kennt mittlerweile schon Ethereum, die zweitgrößte Kryptowährung weltweit derzeit. Doch was ist eigentlich Ethereum 2.0? Wir haben in den letzten Wochen mal so viele verschiedene Themen dazu gehört. Merge, Schlagwort, was heißt die Zusammenführung, was ist die Beacon Chain, wo stehen wir eigentlich gerade? Damit du alles rund um dieses ganz wichtige Upgrade Ethereum 2.0 verstehst, schau das Video also am besten bis zum Ende an. Wenn dir das Video gefällt, teile es auch mit deinen Freunden, deinen Leuten und hilf uns noch mehr Menschen, Kryptos besser zu verstehen. Über meine Patreon-Seite kannst du mich auch und meine Arbeit unterstützen. Das ist wie immer keine finanzielle Beratung. Zunächst ist einmal, was ist Ethereum eigentlich nochmal? Ethereum ist eine der ältesten sowie bekanntesten Blockchain-Plattformen. Ether, kurz ETH, nennt sich der systemeigene Token des gesamten Ökosystems. Die Blockchain wurde 2015 offiziell eingeführt. Bereits 2013 wurde das Konzept dazu vom Softwareentwickler Vitalik Buterin in einem White Paper beschrieben. Zum Zeitpunkt des Videos ist ETH auf Rang 2, wie schon erwähnt, von CoinMarketCap gelistet und verfügt über eine aktuelle Marktkapitalisierung von rund 315 Milliarden Euro. Warum ist Ethereum so wertvoll? Ethereum ist derzeit die größte Dachplattform für Smart Contracts und DApps. Smart Contracts sind so etwas wie ausgefeilte digitale Verträge, die auf Computerprotokollen aufgebaut sind. Informationen zwischen zwei Parteien, wie zum Beispiel Käufer und Verkäufer, werden dabei in Codezeilen geschrieben. Intelligent sind diese Smart Contracts deswegen, weil sie sich bei vordefinierten Startbedingungen ohne erneute Kontrolle selbst ausführen. Smart Contracts werden auch benötigt, um im DeFi-Bereich mitzuspielen. Ein weiterer Grund, warum Ethereum so wertvoll ist, sind die etablierten Token-Standards. Mit dem bekannten ERC20-Token-Typus können zahlreiche Projekte ihre fungiblen Tokens als ERC20-Token auf dem Ethereum-Netzwerk quasi hosten lassen. Auch ein ERC 721-Standard für NFTs existiert zum Beispiel. Diese Kombination jetzt aus Smart Contracts und den Token-Standards machen Ethereum nach wie vor zur dominierenden Dachplattform mit Tausenden von ERC20-konformen Token-Verträgen. Nun, wie das so in der Blockchain-Welt ist ein Launch im Jahr 2015 historisch betrachtet relativ alt. In den über 5 Jahren, in denen dieses Protokoll von Ethereum bereits sehr erfolgreich läuft, haben sich aufgrund der rasanten Entwicklungen auf diesem Gebiet neue Probleme ergeben. Mit Ethereum 2.0 soll nun das gigantische Netzwerk generalsaniert werden. Welche Probleme gibt es für Ethereum? Für das alte Ethereum gibt es insbesondere 3 Probleme, die gelöst werden müssen. Das ist die Sicherheit, die Nachhaltigkeit und allem voran insbesondere die Skalierbarkeit. Problem Nummer 1, die Sicherheit. Ein Eck aus dem bekannten Blockchain-Trilemma. Proof of Work sichert das derzeitige Netzwerk ab. Um so ein Netzwerk zum Beispiel mittels eines 51% Angriffs zu hacken, müsste ein Miner über die Mehrheit der momentanen Mining-Leistung stellen. Um diese Rechenleistung zu stellen, sind die Kosten so enorm hoch, dass die Kosten die Gewinne bei einem Angriff überwiegen würden. Für einen böswilligen Miner kein cleveres Geschäft. Das bedeutet also für einen solchen Knotenbetreiber besser arbeiten, um mehr zu verdienen. Denn ein Miner muss dafür keine eigenen Tokens für Rewards im Netzwerk hinterlassen. Ethereum möchte die Sicherheit im Netzwerk noch weiter erhöhen, indem böswillige Absichten von Minern durch höhere Anreize eines funktionierenden Netzwerks reduziert werden. Problem Nummer 2, Nachhaltigkeit. Proof of Work gilt aufgrund des rechenintensiven Stromverbrauchs nicht gerade als eine umweltfreundliche Technologie. Eine einzelne Ethereum-Transaktion soll im Schnitt so viel Kilowattstunden verbrauchen, wie ein US-Haushalt in einer ganzen Arbeitswoche verbraucht. Viele Unternehmen möchten ungern, gerade wegen dieser Umweltgründe, in Netzwerke mit Proof-of-Work-Mechanismen investieren. Problem Nummer 3, Skalierbarkeit, ist dir vielleicht schon aus meinem Avalanche- oder Cosmos-Video bekannt. Skalierbarkeit ist ein weiteres Eck des Blockchain-Trilemmas und beschreibt die Fähigkeit, die Netzwerkkapazitäten bei steigender Nutzung zu erweitern, ohne dabei an Sicherheit zu verlieren. Der DeFi- und NFT-Markt ist in den letzten Jahren explosionsartig gewachsen. Die Nutzer und die DApps auf der Ethereum-Plattform nehmen exponentiell zu. Ist ein Netzwerk jetzt nicht für all die Nutzer ausgerichtet, wird das Netzwerk überlastet. Die Transaktionen stauen sich wie Autos auf einer dicht befahrenen Autobahn an.
Die Transaktionszeiten werden länger, denn die Blockkapazitäten sind begrenzt. Möchte nun ein Nutzer seine Transaktion um den Stau leiten und auf die Überholspur schicken, muss er mehr Gasgebühren in Form von Ether an die Miner abdrücken. Wollen zu viele Nutzer bevorzugt werden, müssen sie sich eben genau mit diesen Gebühren wie in einem Battle überbieten. Die Konsequenz ist die, dass die Transaktionskosten im Proof-of-Work-basierten Ethereum-Netzwerk dadurch extrem teuer werden. Manchmal mehr kosten als der Transaktionsbetrag an sich. Auch für den derzeitigen Knotenbetreiber wird es immer schwieriger, den benötigten Festplattenspeicher zu stellen. Mangelnde Skalierbarkeit ist mit der Hauptgrund, den Ethereum lösen möchte. Wie löst das neue Ethereum 2.0 diese drei Probleme? Zunächst, wie löst Ethereum 2.0 die Sicherheit? Gelöst wird die Sicherheit durch ein neues Konsensusprotokoll. Anstatt das Ethereum Mainnet komplett zu verändern, wird einfach eine zweite neue Blockchain parallel zur alten gebaut. Diese neue Blockchain enthält anstatt Proof of Work einen Proof of Stake Zustimmungsmechanismus. Bei Proof of Stake erklären keine Miner mehr die neuen Blöcke für gültig, sondern die Validierer. Um einen Knoten betreiben zu können, müssen die Validierer ETH als Pfand im Netzwerk hinterlegen, also staken. Arbeitet ein Knotenbetreiber nicht ehrlich, würde er sich jetzt dabei buchstäblich ins eigene Fleisch schneiden, denn ein Schaden des Netzwerks würde auch seinen eigenen ETH-Gewinn schaden. Grundsätzlich, je höher die gestakte Menge an ETH, desto sicherer das Netzwerk. Je mehr Teilnehmer einen Knoten betreiben, desto dezentraler kann das Netzwerk werden. Und das reduziert wiederum die Angriffsfläche für Hacker. Und noch ein weiterer Punkt ist der, dass mit Proof of Stake nicht nur große Miner und ganze Mining-Farmen profitieren, auch ein normaler Nutzer kann jetzt durch Staking teilnehmen und einen Knoten betreiben, ohne teure Hardware zu besitzen. Wie löst Ethereum 2.0 die Nachhaltigkeit? Möchtest du als Miner Geld verdienen, musst du mehr Rechenleistung stellen, um aufwendige kryptografische Puzzle zu lösen. Ist das schwierige Rätsel gelöst, wird ein neuer, gültiger Block an die Blockchain gehängt. Für das Stellen der Rechenleistung werden die Miner finanziell belohnt. Daher auch der Name Proof of Work. Mehr Arbeit zahlt sich aus. Für mehr Details schau dir auch nochmal mein Bitcoin-Video an. Mit dem Wegfall des stromintensiven Minings soll sich der Stromverbrauch um stolze 99% reduzieren. Wie löst Ethereum 2.0 das Hauptproblem, die Skalierbarkeit? Die mangelnde Skalierbarkeit möchte Ethereum 2.0 unter anderem durch Sharding lösen. Sharding kommt aus der Informatik und bedeutet so etwas wie Splitter. Gesplittet werden dabei große Datenbanken in viele kleine einzelne Daten. Anhand eines kurzen Beispiels tust du dir vielleicht leichter. Stell dir vor, du hast eine Excel-Tabelle auf deinem Rechner. In der ersten Zeile stehen jetzt alle Informationen zu deinem gestrigen Tag mit all deinen Gedanken, Gefühlen und so weiter. Diese Informationsflut teilst du jetzt in die einzelnen Excel-Zeilen untereinander auf. Du schreibst in die erste Zeile unter die Hauptzeile all die Informationen zu deinen Gedanken ab. Und in die Zeile darunter sammelst du all deine Informationen zu deinen gestrigen Gefühlen. Liest sich leichter und schneller, oder? So in etwa verhält es sich auch bei den Second-Layer-Lösungen mit den vielen Splitterketten, den sogenannten Shard-Chains. Diese Shards verarbeiten und speichern Transaktionen nun parallel zum Hauptnetzwerk, sodass mehr Transaktionen pro Sekunde durchgeführt werden können. Die Anzahl der Transaktionen hängt unter anderem auch von der Menge der angehängten Shards ab. Unabhängig vom Konzept des Shardings gibt es noch andere Skalierungslösungen, wie zum Beispiel Roll-Ups. Roll-Ups ist eine Lösung, bei der Transaktionen außerhalb der Hauptebene 1 in einer zweiten Ebene, wie der Name schon verrät, aufgerollt und verarbeitet werden. Stell dir dazu einfach mal eine Lagerhalle außerhalb der DHL-Zentrale vor, wo viele weitere Arbeiter warten. Frisch verpackt in einem Block werden die Transaktionen dann in die Hauptebene 1 zurückgeschickt und in der Hauptebene wird dann der Block für gültig erklärt. Sollte das Konzept jetzt aus diesen Shard-Chains und den Roll-Ups funktionieren, möchte das Entwicklerteam in Zeiten nach dem Upgrade Werte bis zu 100.000 Transaktionen pro Sekunde anpeilen. Bei derzeit etwa 14 Transaktionen pro Sekunde. Nun ja, ich würde sagen, auf jeden Fall eine gigantische Optimierung. Noch einmal zusammengefasst. Ethereum 2.0 zielt darauf ab, die Transaktionsgebühren und die Verarbeitungszeiten zu reduzieren. Das geschieht durch das Einführen eines neuen Proof-of-Stake-Systems. Das Proof-of-Stake-System soll weiterhin das sogenannte Sharding unterstützen. So können parallel mehr Transaktionen verarbeitet werden, weil die Last des Netzwerks horizontal verteilt wird. Positive Nebeneffekte durch das Upgrade spielen ebenso eine Rolle.
Proof of Stake verändert unter anderem die Sicherheitsmechanismen und die Anforderungen für die Knotenbetreiber. Es wird keine Miner mehr geben. So soll das Netzwerk auch für andere Nutzer zugänglicher und attraktiver werden. Durch den Wegfall des Minings wird das Netzwerk außerdem energieeffizienter und damit nachhaltiger. In welchen Phasen erfolgt nun Ethereum 2.0? Die Generalsanierung, die mit Ethereum 2.0 erfolgt, ist genau genommen kein einzelnes großes Upgrade. Vielmehr erfolgt die Umstellung fließend in stufenweise aktivierenden Phasen über mehrere Jahre. Die 3 großen Phasen heißen derzeit Beacon Chain, Zusammenführung und Shard Chains. Ich gehe jetzt zunächst auf die einzelnen Phasen ein. Danach setze ich noch einmal die Phasen detailliert in ihrer Beziehung zueinander. Am Ende des Abschnittes weißt du, was es für Phasen gibt und verstehst, warum diese Phasen fließend miteinander interagieren müssen. Beginnen wir mit der ersten Phase. Die Beacon Chain kannst du dir hier wie in dem Bild gezeigt wie einen aufgetunten Motor mit verbessertem Raketenrumpf für das Raumschiff, also Ethereum, vorstellen. Die Beacon Chain ging am 1. Dezember 2020 live, wodurch das Staking für Ethereum eingeläutet wurde. Du kannst dir die Funktion der Beacon Chain in etwa so wie die Relay Chain von Polkadot oder den Cosmos Hub von Cosmos vorstellen. Die Beacon Chain koordiniert die Validatoren und ist Blockchain-unabhängig vom Ethereum Mainnet. Die Beacon Chain kann anders als das Mainnet keine Konten oder Smart Contracts verarbeiten. Die nächste Phase ist die Zusammenführung und wird The Merge genannt, ganz häufig auch so in den Medien. Im Merge soll das getrennt voneinander laufende Proof of Work Ethereum Mainnet mit der Proof of Stake Beacon Chain vermischt werden. Das ist jedoch nicht so einfach, als wenn du einfach mal 2 Farben Rot und Grün in einen großen Eimer kippst und dann hoffst, dass eine wunderbar schöne gelbe Farbe entsteht. Nein, sobald der Merge beginnt, wird es eben eine ganze Weile vergehen, um beide Netzwerke zusammenzuführen. In dem Bild hier ist das Ethereum Mainnet das Raumschiff, das an den Raketenrumpf, also die Beacon Chain, andocken wird. Erst dann, wenn beide Netzwerke zu einem Gesamtraumschiff fusioniert sind, hört Proof of Work endgültig auf und Proof of Stake übernimmt das Steuer. Während der Zusammenführung existieren beide Mechanismen nebeneinander. Der Merge-Beginn war eigentlich für das 2. Quartal 2022 vorgesehen. Erneut wurde der Zeitpunkt zum Stand des Videos auf weitere Monate nach hinten ins 3. Quartal verschoben. Noch muss die Beacon Chain weiteren Tests unterzogen werden. Die letzte Phase, die aktiviert wird, ist die der Shard Chains. Sie wird schätzungsweise erst ab 2023 stattfinden. Planmäßig sollen für den Beginn 64 Ketten live gehen. Je nach Bedarf soll dann durch fortlaufende Beschlüsse der Community die Anzahl erweitert werden. Wie stehen nun die einzelnen Phasen in Beziehung zueinander? Zunächst erstmal die Beziehung zwischen der Beacon Chain und dem Merge der Zusammenführung. Wenn das Mainnet an die Beacon Chain andockt, wird das Mainnet nach erfolgreichem Andocken ein eigener Shard. Die Beacon Chain Proof of Stake übernimmt das Steuerbord. Proof of Work wird beendet. Die Miner sollen frei entscheiden, ob sie ihre verdienten ETH ins Staking-System einbinden möchten. Erst nach dem vollständigen Merge kann das Proof of Stake-Netzwerk wieder Smart Contracts ausführen, denn das ist das, was da das ursprüngliche Ethereum Mainnet mitbringt. Auch erst dann kann die Historie des gesamten Netzwerkzustands wiederum abgebildet werden. Das ist insbesondere auch dann wichtig, um die ETH dem jeweiligen Teilnehmer zuzuordnen. Als nächstes die Beziehung zwischen der Beacon Chain und den Shard Chains. Sharding kann nur sicher genug für Ethereum werden, wenn die Beacon Chain die Validatoren auf den einzelnen Shards reibungslos synchronisieren kann. Dazu weist die Beacon Chain per Zufall die Validatoren den jeweiligen Shards zu, die dann dort eigenverantwortlich den Shard betreiben. Durch diese Zufallsverteilung soll es für die einzelnen Validatoren eines Shards schwieriger werden, die Mehrheit über einen Shard in betrügerischer Zusammenarbeit zu erlangen. Die Wahrscheinlichkeit für eine solche Übernahme beträgt laut Ethereum dadurch 1 zu 1 Billion. Auch sorgt die Beacon Chain für die Kommunikation zwischen den einzelnen Shards. Dazu empfängt sie den jeweiligen Netzwerkstatus mit Transaktionen von den einzelnen Shards. Auf diese Infos haben dann andere Shards wiederum Zugriff, sodass der gesamte Netzwerkstatus von Ethereum stets aktuell bleibt. Zu guter Letzt die Beziehung zwischen dem Merge, also der Zusammenführung, und den Shard Chains. Bis vor kurzem war noch nicht klar, welche dieser beiden Phasen Vorrang hat.
Was ist wichtiger? Die Ethereum-Gemeinschaft sieht derzeit die Umstellung auf Proof of Stake und die Zusammenführung damit als wichtiger. Aufgrund aktueller Fortschritte anderer Skalierungslösungen wie der Roll-Ups zum Beispiel wurde der Merge vorgeschoben. Wie geht es nach dem vollständigen Upgrade weiter? Nach dem Abschluss soll der Name ETH 2.0 veralten und künftig nur noch als Konsensus-Layer bekannt werden. Nach dem vollständigen Merge stehen noch nicht gleich vollumfänglich alle Funktionen wie zum Beispiel das Auszahlen von gestakten ETH zur Verfügung. Weitere Upgrades sollen die Funktion häppchenweise wieder ins System integrieren. Hier spricht Ethereum auch von der anschließenden Bereinigung. Auch ist noch nicht entschieden, wie viele Funktionen die Shards später erhalten. 3 Gedanken werden derzeit diskutiert. Gedanke Nummer 1. Das Ethereum Mainnet wird die einzige intelligente Shard bleiben, die Smart Contracts ausführen kann. Die anderen Shards werden nur zur reinen Datenauslagerung von DApps dienen, um die Skalierbarkeit zu erhöhen. Gedanke Nummer 2. Als Kompromiss können von den geplanten 24 Shards einige wenige Smart Contracts verwalten, um die Bereitstellung grundsätzlich zu beschleunigen. Und Gedanke Nummer 3. Wenn eine sogenannte Zero-Knowledge-Snarks-Technologie im Netzwerk fest integriert wird, muss erneut entschieden werden, ob nicht doch dafür notwendige Shards aufgerüstet werden müssen. Mit dieser neuen Technologie könnte es möglich sein, auf der öffentlichen Blockchain private Transaktionen durchzuführen. Diese sogenannten Zero-Knowledge-Snarks sind jedoch noch in Entwicklung. Gehen wir nochmal ganz kurz auf das ETH und das Staking ein dazu. Es existieren bei Ethereum verschiedene Staking-Optionen. Diese richten sich je nachdem, ob du zum Beispiel mit oder ohne Hardware validieren möchtest. Um eine Sache kommst du aber nicht herum, wenn du Validator werden möchtest. Du musst immer 32 ETH als Pfand zur Netzwerksicherheit staken. Bei einer stolzen Summe von derzeit rund 2.600 Euro für ein ETH macht das schon mal locker ein Investment von über 80.000 Euro. Weil sich das dann doch nicht jeder leisten kann, haben sich dafür Staking-Pools durch Drittanbieter entwickelt. Für einen Knoten werden von mehreren Teilnehmern die 32 ETH eingesammelt. Mittlerweile bieten auch manche Exchanges das ETH-Staking an. Nachteil: Exchanges, also Börsen, zentralisieren riesige Mengen an ETH in Pools, um viele Knoten, also viele Validatorknoten zu betreiben. Das wiederum hat negative Auswirkungen auf die gewünschte Dezentralität eines Netzwerkes. Als Belohnung für die Validierung der gültigen Blöcke werden die Knotenbetreiber mit Rewards in Form von ETH belohnt. Die jährliche Rate beträgt durchschnittlich bis zu 5%. Im Ethereum Launchpad siehst du hier aktuell 4,4%. Übrigens, diese Rate wird anhand einer sogenannten Gleitskala berechnet. Reduziert sich die Menge an gestakten ETH, erhöht sich die Reward-Rate, damit wieder mehr Stakeholder in das System kommen, wird nämlich dadurch attraktiver für sie. Andersherum wird weniger ausgeschüttet, wenn vergleichsweise zu viel ETH gestaked wird. Was gibt es beim Staking während des Upgrades ETH 2.0 zu beachten? Die benötigten 32 ETH müssen auf dem Ethereum Mainnet nicht auf der Beacon Chain eingezahlt werden. Erinnere dich, denn die Beacon Chain ist nicht Smart Contract fähig. Diese Transaktion ist nicht umkehrbar. Erst dann, wenn der Merge wieder vollständig ist, kannst du die 32 ETH frei abheben und frei verwenden. Wird es nach dem Merge einen neuen ETH-Token geben? Nein. ETH ist und bleibt der systemeigene Token im Ethereum-Netzwerk. Es gibt keine neue Kryptowährung. Es ist manchmal ein bisschen verwirrend, weil während des Upgrades derzeit auch manche Börsen von ETH 2.0 sprechen. Das ist dann immer, wenn sie dir die Staking-Möglichkeit von ETH anbieten. Wenn du diese zum Staking kaufst, werden diese weggelockt. Unabhängig davon kannst du ganz normal ETH kaufen und frei handeln, wenn du es nicht staken möchtest. Mein persönliches Fazit zu Ethereum 2.0. Während meiner Recherche habe ich mir immer wieder Gedanken gemacht, was bedeutet es für Ethereum eigentlich, weg vom Proof of Work hin zu Proof of Stake zu gehen. Dazu schau dir noch einmal kurz das Blockchain-Dilemma an. Ich habe sie hier eingeblendet. Traditionelle Proof of Work-Netzwerke wie das alte Ethereum setzen darauf, dass jeder Teilnehmer Full Nodes betreibt. Jeder Miner muss alle Transaktionen überprüfen. Daher gilt Proof of Work als grundsätzlich dezentraler sowie sehr sicherer Konsensus. Allerdings sind die Netzwerkkapazitäten dadurch begrenzt und die Verarbeitungszeit sinkt. Auch verliert ein solches Netzwerk immer dann an Dezentralität, je weniger Mining-Pools größere Anteile der Hashrate besitzen. Proof-of-Stake-Blockchains verlassen sich im Vergleich zu den traditionellen Netzwerken häufiger auf eine kleinere Anzahl von Validatorknoten. Das führt zu Einbußen der Dezentralität,
schafft jedoch höhere Geschwindigkeit. Ethereum sieht, dass insbesondere der Sharding-Konsensus das Netzwerk dezentraler und skalierbarer machen könnte. Es gäbe nur geringe Einbußen der Sicherheit, denn Ethereum muss sich darauf verlassen, dass die Beacon Chain reibungslos läuft und die Validatoren in den Shards gemanagt werden. Die Lösung dieser Sicherheit besteht für Ethereum darin, dem Sharding ergänzende Zufalls- und Sicherheitsmechanismen anzufügen, damit es für einen Validator nahezu unmöglich wird, sich mit anderen Betreibern abzusprechen. Eins ist klar: Noch nie in der bisherigen Blockchain-Geschichte fand eine derartige Umstellung für so ein Riesennetzwerk statt. Viel Geld steht auf dem Spiel. Wie kann jetzt dieses Spiel ausgehen? Ich habe mir dazu 3 Szenarien ausgedacht. Szenario 1: Das Upgrade verläuft erfolgreich. Dann dürfen wir weiterhin mit einer Dominanz von Ethereum rechnen. Ethereum würde damit ein Exempel für andere Netzwerke, die Proof-of-Work-Mechanismen verwenden, statuieren. Vielleicht würden weitere Blockchains wie bei einem Dominoeffekt nachziehen. Staking würde weitere Investoren anziehen, was sich wiederum positiv auf den ETH-Preis auswirken würde. Szenario 2: Das Upgrade dauert noch länger als geplant. Die Konsequenz wäre, dass andere Smart Contract-fähige Dachplattformen immer mehr Prozentpunkte zulegen würden. Das Ethereum-Netzwerk könnte in den nächsten Jahren an Dominanz stark verlieren. Und Szenario 3: Das Upgrade verläuft nicht erfolgreich. Das ist ein Ausgang, den sich natürlich keiner erhofft, denn zurück ins alte Proof-of-Work-Fahrwasser kann Ethereum dann erstmal nicht mehr. Fehler würden das Netzwerk um Jahre zurückwerfen, wodurch Ethereum durch andere Plattformen überholt werden könnte. Aus diesem Grund nimmt die Gemeinschaft eher eine Verzögerung und viele Testphasen in Kauf als ein fehleranfälliges Netzwerk. Abschließend: Ich halte diese Entscheidung für einen enorm mutigen Schritt. Ein Schritt mit einer guten Absicht, die Zukunft von Ethereum zu sichern. Denn eines ist klar: Die Nutzer werden in Zukunft immer weniger bereit sein, so viel für eine Transaktion zu bezahlen oder auch sehr lange zu warten. So, das war das Video zu Ethereum 2.0. Wie hat es dir gefallen? Ist dir noch was unklar? Wenn ja, schreib mir einfach gerne einen Kommentar unter das Video. Ich gehe darauf ein. Mit einem Abo und einem Like unterstützt du meinen Kanal auch langfristig. An dieser Stelle nochmal ein riesen Dankeschön an all diejenigen, die mich bisher unterstützen für die Arbeit. Wenn du noch mehr über Kryptoprojekte erfahren willst und noch nicht davon genug hast, dann schau dir auch gern auf meinem YouTube-Kanal oder auch auf meinem Twitter-Kanal um. Dort erhältst du auch regelmäßigen Krypto-Content. Ich bin Miss Krypto, von Kryptos fasziniert, und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich. Ciao.